Die Übernahme von VMware durch Broadcom lässt dich nachts nicht schlafen und macht deinem Unternehmen zu schaffen. Steigende Lizenzkosten, die Unsicherheit, wie es weitergeht mit VMware durch Broadcom. Das sind alles Sorgen, die gerade viele Unternehmer betreffen. Wenn du eine Lösung haben möchtest, dann bleib dran. Ich zeige dir in 5 Schritten, wie du dich unabhängig machen kannst von Broadcom, von VMware und dabei sogar noch Geld sparst. Mein Name ist Patrick Beck von Rescale Consulting. Wir begleiten seit über 10 Jahren Unternehmen dabei, Infrastruktur zu optimieren und für die Zukunft sicher zu machen. Das Thema Broadcom macht momentan sehr vielen Unternehmen zu schaffen. Nochmal ein kurzer Recap. VMware war eigentlich eine schöne Idee, als die Gründer aus sehr viel Initiative zu Open Source dieses Projekt gegründet haben, eigentlich aus Ausgründung der Universität. Aber da es zunehmend mit jedem Verkauf und jeder Übertragung und jetzt nun auch an Broadcom als mit größten Käufer, sage ich mal, den Gründergeist und diesen Open Source Geist verliert, gehen natürlich auch einige Prinzipien verloren, die dazu führen, dass ja, VMware nicht mehr dieses, ja, sag ich mal, schöne, günstige Open Source Projekt ist, wovon viele Unternehmen und vor allem auch Nicht-Konzerne partizipieren. Und wir müssen ganz klar eingestehen, das wird nicht besser. Warum auch? Vor allem, wenn Broadcom selber sagt, dass sie VMware prinzipiell auch nur an Enterprise-Kunden verkaufen könnten und damit völlig fein wären. Bedeutet, als KMU oder als Mittelstand wirst du grundsätzlich mit VMware wahrscheinlich langfristig nicht glücklich werden. Das ist jetzt aber kein Grund, in Panik zu verfallen, überstürzt Entscheidungen zu treffen und ja, praktisch die nächstbeste Alternative zu nehmen. Ist aber auch kein Grund, abzuwarten, nichts zu tun und darauf zu hoffen, dass es einfach irgendwie besser wird, denn das wird es auf jeden Fall nicht. Also was kannst du tun? Du machst eine Bestandsaufnahme. Du schaust dir an, was für Produkte hast du im Einsatz, wie sind diese aufgebaut. Dann analysierst du praktisch die kritischen Workloads und die Abhängigkeiten. Und vor allem mach mal eine Bestandsaufnahme der Kosten. Was fällt momentan an Kosten an, was ist angefallen, um daraus auch zu berechnen, was ist dein Spielraum, was ist sozusagen die Grundlage für alle Änderungen, die jetzt anfallen, womit du das auch dir oder auch deinen Partnern oder der IT oder dem Management praktisch auch rechtfertigen kannst, was eine objektiv gute, wichtige und zukunftssichere Entscheidung ist. Mach deshalb auch eine Cloud Readiness Analyse, also ein Cloud Readiness Assessment, wie man es auch nennen möchte, und vor allem auch so eine Skill Gap Analyse. Also schau dir an, wie ready sind deine Anwendungen für die Cloud? Das heißt, kannst du das wirklich einfach übertragen? Gibt es da irgendwo Schwierigkeiten? Was müsste umgebaut werden? Und vor allem, deshalb auch die Skill Gap Analyse, wie ist dein Team aufgestellt? Was können diese leisten, um auch zu berechnen, wie muss das Team praktisch coacht und geschult werden, um eine mögliche neue Struktur auch implementieren oder auch warten zu können. Und daran macht man ja auch in der Regel auch ein bisschen aus, wie die neue Infrastruktur aussehen könnte, wenn es natürlich dem Ganzen einfach gemacht wird, wenn Mitarbeiter eine bestimmte neue Lösung bereits kennen. Und auch wenn sie es nicht kennen, ist es wichtig, das zu wissen und auch festzuhalten. Entwickle eine Hybrid-Cloud-Strategie. Das heißt, mach dir Gedanken, wie kann im Prinzip die neue Lösung aussehen, auch unter Berücksichtigung von Datenschutz, Compliance, Sicherheit, also all diese Faktoren, die natürlich da auch mit dranhängen. On-Premise, Cloud-Lösung, das sind Faktoren, die du damit einbeziehen solltest in deine Planung, möglicherweise eine schrittweise oder möglicherweise auch, sage ich mal, eine sehr ja, ad hoc und schnelle Möglichkeit für so eine Migration. Denn möglicherweise passt für dich auch eine Cloud-Native oder hybride Lösung. Ein Ansatz, den wir da kennen und auch sehr gerne implementieren, ist zum Beispiel ein GitOps und Kubernetes Kombinationspaket sozusagen, ein System. Denn mit GitOps und Kubernetes haben wir auf der einen Seite eine Single Source of Truth,
Das heißt, eine Basis, wo die Infrastruktur herausgebildet wird und dann praktisch verteilt zu werden auf verschiedene Systeme. Und im Idealfall sind die auch cloud-agnostisch. Das heißt, es ist nicht ganz so kritisch, in welche Cloud man geht, oder kann auch diese wechseln. Natürlich gibt es immer spezifische individuelle Handhabungen von einer Cloud in die andere, ob es jetzt eine AWS oder eine GCP ist, oder eine Azure. Grundsätzlich haben sie aber natürlich auch ähnliche und gleiche Produkte. Das heißt, wir können, wenn wir auf die Infrastruktur setzen, die über verschiedene Cloud-Systeme hinweg verfügbar ist, haben wir eben nicht diesen Vendor-Lock. Das ist auch natürlich ein relevantes Thema, das man dabei berücksichtigen sollte. Und dann kannst du natürlich auch die VMs zu einer Kubernetes-Umgebung migrieren. Schritt 5, dann natürlich migriere im Prinzip die komplette Infrastruktur. Und es gibt dort auch Möglichkeiten, mit denen du mit fast keiner Downtime die komplette Infrastruktur migrieren kannst, eben aus diesem GitOps-Konzept heraus. In einem Beispiel von einem Kunden, den wir begleitet haben, wurden mehrere tausend VMs in so ein Cloud-Angebot migriert. Und das praktisch mit fast keiner Ausfallzeit, da eben durch diesen GitOps-Prinzip Flow die Migration sehr automatisiert abläuft. Und die Kostenersparnis ist natürlich einfach riesig gewesen, dadurch, dass wir auf der einen Seite viele Lizenzkosten sparen, auf der anderen Seite natürlich eine Struktur haben, die eben sehr gut verfügbar ist. Was du natürlich auch überlegen kannst, ist zum Beispiel eine Multi-Cloud-Strategie. Wie gesagt, grundsätzlich kann man cloud-agnostisch entwickeln, auch wenn es natürlich spezifische Anpassungen pro Cloud geben kann. Deshalb auch wichtig, moderne Technologien zu nutzen für Flexibilität und Unabhängigkeit. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wenn du jetzt nicht reagierst, wird es ziemlich teuer, denn Broadcom wird wahrscheinlich noch weiter seine Lizenzkosten erhöhen, wird wahrscheinlich sich nicht besonders für die Interessen des Mittelstands interessieren und vor allem nicht für kleine Unternehmen. Es wird auch unberechenbar werden, welche Produkte weiterhin angeboten werden oder ob sie weitere einfach aus dem Angebot nehmen und nicht weiter pflegen, warten und sonst etwas. Im Prinzip alles, was nicht wirklich Cash bringt und wirklich Abhängigkeit steigert, wird wahrscheinlich einfach hinten runterfallen. Und da ist die Frage, hinkst du hinterher? Verschwendest du halt einfach nur Zeit und vor allem Geld, weil du zahlst ja für den Zeitraum dazwischen natürlich einfach Lizenzkosten, Infrastruktur, die du vielleicht mit einer anderen Lösung viel besser und günstiger haben könntest. Rescale kennt sich aus mit den Themen, praktisch nahtlose Cloud-Transitions-Methoden und hat Erfahrung in GitOps und Cloud-Transformation-Prozessen. Das heißt, wir können dir die Unterstützung für technische und organisatorische Herausforderungen in diesem Bereich anbieten und auch dafür sorgen, dass dein Team dann damit auch weiterarbeiten kann. Wenn du so etwas umsetzen möchtest, melde dich gerne für ein kostenloses Strategiegespräch auf rescale.ch. Trag deine Kontaktdaten dort ein, dann sprechen wir beide zusammen, evaluieren eine Lösung, nehmt auch mal DevOps hinzu und sprechen durch, was sind die Anforderungen in deinem konkreten Fall, was müsste man herausfinden und wie viel Potenzial liegt bei dir vorhanden, um so eine Lösung schnell und effizient umzusetzen. Mit dem Ziel natürlich einfach eine flexible und zukunftssichere IT-Lösung und IT-Infrastruktur zu haben. Insofern, wenn dir das Video gefallen hat, gib ein Like, lass ein Abo da und ich freue mich bis zum nächsten Mal.